Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem kleinen Update. Letztes war vor ungefähr 2 Wochen zur aktuellen Burodeng Situation. Was so ansteht, was so die aktuellen Ziele und Pläne sind und so weiter. Und es hat sich ein bisschen was geändert, vor allem im zeitlichen Ablauf. Einerseits, weil jetzt natürlich das Update uns kurz bevorsteht. Also ist ja eh schon fast ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen merkwürdig, aber die Ankündigung des Updates liegt ja doch schon knapp 2 Wochen zurück. Und wir haben es noch nicht bekommen, tatsächlich. Also, ja, geht wohl doch nicht so schnell, wie es der Game Master gesagt hat, weil es wurde zwar unmittelbar, nachdem er gesagt hat, dass das Update bald kommt, die Death Note gepostet. Aber, ich meine, 2 Wochen später haben wir noch nichts. Also, ich vermute persönlich diesen Donnerstag, also nächster Donnerstag jetzt einfach. Aber man weiß es nicht. Meine Prediction war ja Anfang Dezember. Und jetzt ist es auf jeden Fall Ende November. Also war ich auf jeden Fall sehr nah dran. Meine Prediction ist so oder so entweder sehr akkurat, sehr nah oder extrem akkurat, weil sie halt einfach genau zutrifft. Wenn es entweder wenn es jetzt nächsten Donnerstag kommt, dann wäre es eine Woche zu früh für meine Prediction. Und wenn es die Woche drauf kommt, dann eine Woche, dann wäre es genau richtig, genau. Egal, darum geht es aber eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, im letzten Video habe ich ja gesagt, dass mein aktuelles Ziel ist, erstmal meine ganzen Charts hier auf 152 zu pushen. Und wie gesagt, das liegt auch schon über 2 Wochen zurück. Und wie ihr sehen könnt, im Partyfenster unten links sind meine Charts 148. Das heißt, weit entfernt von 152. Und nicht nur sind sie 148, sie sind 148 mit gerade mal knapp über 20%. Also mein Lowster Chart hat gerade 22,4. Was bedeutet, auch nicht wirklich in der Nähe von 149. Ganz im Gegenteil. Ja, und darüber wollte ich ein bisschen sprechen, weil es wird jetzt dann einfach so kommen, dass das Update kommt. Selbst wenn es in 3 Wochen kommt, ne, oder selbst wenn es an Weihnachten kommt, werden meine Charts wahrscheinlich immer noch nicht 152 sein. Ich meine, gut, Weihnachten kann ich nicht sagen, was legit erst in einem Monat ist. Also, soweit kann ich nicht vorausdenken, weil es könnte noch XP-Events und sonst was kommen, theoretisch. Aber, und viele Amplis könnte man gratis bekommen, weil das ist gleich das nächste Problem. Aber so grundsätzlich eher unwahrscheinlich, so wie es momentan aussieht. Und meine zeitliche Schiene war eigentlich bis Ende November oder Anfang Dezember, wollte ich eigentlich das quasi abgeschlossen haben, dass die alle 152 sind. Damit ich wieder die vollen Tower Dailies von F7 machen kann. Und offensichtlich wird das nicht so funktionieren. Also ich habe mich ein bisschen verschätzt. Man muss halt einfach sagen, mit einer Tower Daily, also ich hatte einfach ein bisschen Pech, um das mal so ein bisschen zu erklären. Ich habe halt auf FEC leider, was echt dumm war, rückblickend, das hätte man ja nicht wissen können, habe ich halt leider aufgehört zu leveln mit 144, glaube ich. Und das heißt, beim Transfer auf Burodeng, Tower F6, waren meine Charts 144, fast 145, glaube ich. Das heißt, sie konnten 4 Quests in Tower F6 machen. War vor allem XP-technisch natürlich sau nice. Aber dann, nach 1,5, 2 Wochen, waren sie 146. Und auf 146 hat man nur noch eine Tower-Quest. Und auf 146 levelt man auch nicht mehr so schnell. Vor allem nicht mit Party of Level. Vor allem nicht, wenn du probierst, alle 8 Charts zeitgleich hochzubringen. Weil es ja nicht wirklich viel bringt, wenn jetzt einer 152 erreicht, dann sind immer noch 7 146. Das würde mir nicht wirklich viel bringen. Also es bringt mir eigentlich nur was, wenn die alle zeitgleich wirklich hochkommen. Weil es am Ende unterm Strich wahrscheinlich Jacke wie Hose ist, aber ist egal. Jedenfalls ist es halt wirklich nervig, weil man bekommt auf 146 mit nur einer Tower Daily nicht 5%, so wie es bei F1 bis F5 normalerweise der Fall ist, sondern man bekommt nur 2,2%. Das heißt, ich habe jeden Tag nur durch Tower Dailies gerade mal schlappe 2% gemacht und alles andere musste ich leveln. Ich hatte zwar noch ein paar Quests aufgehoben, aber weniger als ich gehofft hatte. Tatsächlich. Die haben mir auch gerade mal etwas über ein Level gegeben. Ich glaube 117%. Das heißt, ich musste immer noch 83% leveln, Schrägstrich mit 2% pro Tower Daily, pro Tag Tower Dailies machen. Und wie man sich denken konnte, hat das ziemlich lange gedauert, bis man da mal auf 148 kommt, wo man dann die zweite Tower Daily freischaltet. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen geschafft. Aber jetzt ist das gleiche Problem. Auf 148 bekommt man leider nur eine Quest. Ich hatte gehofft, dass es 2 sind. Ich habe nicht nachgeschaut. Ich hatte es einfach gehofft. Ja, böses Erwachen. Die nächste Quest, Chain Quest, kommt erst auf 150. Und das heißt, auf 148 gab es nur eine Quest-Item-Quest. Die gibt zwar 23%. Die habe ich auch noch nicht gemacht tatsächlich.
Aber ich meine, die 23% bringen auch nichts, dann bin ich halt bei 45%. Ja, das ist aber noch 155% unter 150, wo es die dritte Tower Daily dann gibt. Und das heißt, wir müssen jetzt wieder 155% leveln. Das glückliche Fall ist natürlich, ja, es gibt jetzt 2 Tower Dailies mit über 4% jeden Tag. Also ich kriege jetzt doppelt so viel XP jeden Tag pro Tower Dailies. Das heißt, es wird auf jeden Fall schneller gehen als von 146 auf 148. Aber es wird trotzdem, naja, ziemlich lange dauern. Über 2 Wochen auf jeden Fall. Und wahrscheinlich sogar, ja, über 3 Wochen wahrscheinlich sogar. Und wie gesagt, erst vor ein paar Tagen angefangen. Das heißt, ja, wirklich so bis 2., vielleicht sogar 3. Dezemberwoche im schlimmsten Fall. Wenn dann 150 ist es wieder ein bisschen besser, weil dann gibt es, glaube ich, knapp 6% jeden Tag. Dann wird es doch nochmal deutlich schneller gehen. Plus, wie gesagt, da gibt es dann auch wieder Chain-Quests und Quest-Item-Quests auch auf entweder 150 oder 151. Also da können dann die Quests eigentlich den Rest erledigen, das ist dann nicht mehr so schlimm. Aber momentan ist es wirklich immer noch purer Grind. Und das Problem ist, dadurch, dass das jetzt alles wieder so lange dauert und ich mich so in Anführungszeichen verschätzt habe, wobei ich meine, es ist egal, was ich geschätzt habe, ich kann es am Ende des Tages auch nicht ändern, wie viel XP ich bekomme, das ist festgelegt. Es war halt nur gehofft, dass es schneller geht. Aber das Problem ist, wenn man so viel levelt und so viel grindet und die ganze Zeit Amplis und Power-Ups benutzt ist, die Amplis und Power-Ups gehen irgendwann leer. Ich habe ja nicht unendlich Amplis und Power-Ups. Ich habe jetzt jeden Tag mehrere Stunden mit Amplis-Power-Ups gelevelt. Naja, die sind halt irgendwann dann auch mal weg. Und Power-Ups beim Elementor zum Leveln geht noch, weil ich habe jetzt einfach die Low-Up-Cut-Stones aus dem Cash-Shop gekauft für Penya. Damit kann ich es noch ein bisschen überbrücken. Also jetzt gerade habe ich noch 42 Low-Up-Cuts und ich glaube noch 3 normale oder so. Na genau, noch 3 normale. Das heißt, die werden wahrscheinlich noch ein bisschen halten. Da habe ich jetzt wahrscheinlich erstmal keine so großen Bedenken. Also die werden safe auch leer gehen, aber halt erst in 2 Wochen wahrscheinlich oder so. Was das größere Problem ist, sind wirklich die Amplis. Also gestern habe ich bei ein paar Chars die letzte Ampli benutzt. Jetzt habe ich noch ein paar Low-Amplis. Ein paar Chars haben noch 1 oder 2 Halloween-Balloons. Aber es ist wirklich so noch so maximal 10 Stunden leveln und wirklich alle Amplis, alles wird restlos weg sein. Und dann wird es halt richtig brutal, weil ich meine, ich habe jetzt jeden Tag zwischen 1 und 3% gelevelt. Also XP-Event waren es, glaube ich, sogar über 5%. Also ich habe schon gut XP gemacht durchs Leveln. Mehr als man denken würde wahrscheinlich. Liegt auch an dem Level-Spot hier, weil der einfach insane ist. Ich töte hier, glaube ich, bis zu 3000 Nagas die Stunde. Das geht schon gut ab. Also mit Power-Ups jetzt gerade eher nicht. Ist schon heftig. Weil auf dem Level, wie gesagt, sind mehrere Prozentpunkte, ist hier nicht wenig. Das ist... unterschätzt man ein bisschen, wie lange das wirklich dauert, hochzuleveln. Vor allem mit 8 Chars zeitgleich eben. Und ja, aber das hat jetzt alles, wie gesagt, bald ein Ende. Und dann wird es halt richtig brutal, weil, ja, dann habe ich zwar noch Power-Ups, aber ohne Amplis wird das halt alles einbrechen, weil ich meine, Amplis 50% mehr Erfahrung die Stunde, das fehlt halt dann einfach. Und ja, also das war halt echt ein bisschen schwierig. Und ich wurde auch gefragt, ja, warum wechsle ich nicht einfach die Charakter, wie ich es immer mache, wenn so was eintritt. Also das Geile an meinem System, so wie ich es mir hier erarbeitet habe über die letzten 2 Jahre und so mit den Chars und so weiter, mit den 8 Chars, die jeweils immer in der gleichen Gruppe unterwegs sind und so weiter, ist halt wirklich, dass ich jetzt eigentlich einfach auf einen anderen Elementor wechseln könnte oder auf meine anderen Charakter, die alle über 100 Amplis haben. Mein Elementor, mein einer hat, glaube ich, fast 300 Upcut Stones und so. Wäre alles schön und gut, nur bringt mir das halt nichts, weil ich will ja diese Chars hier auf 152 bringen. Das heißt, es bringt mir jetzt nicht wirklich was, wenn ich auf andere Charakter wechsle, wo ich hunderte Power-Ups und hunderte Amplis habe und so, wo ich leveln kann, bis der Arzt kommt sozusagen. Und da auch halt auch Full Power-Up leveln kann und so, also wo es auch Spaß macht dann. Und sich lohnt, in Anführungszeichen. Das bringt mir halt nichts, weil ich will ja diese Chars hier hochleveln und nicht die anderen. Und das ist halt das Problem. Deswegen kann ich nicht wirklich wechseln. Das bringt mir nicht wirklich was. Und ich kann nicht mal den Elementor wechseln, weil der Elementor hier, der wird jetzt relativ schnell 152 erreichen. Der hat 3 Tower Dailies und auch schon 28%. Also das wird nicht mehr lange dauern. Und wenn er 152 wäre, dann könnte ich ihn theoretisch austauschen. Aber halt auch eher theoretisch, weil mein einer Elementor ist 160. Ein Char auf 160 kann niemand anderen mehr leveln effektiv, weil die höchsten Monster im Spiel sind 159. Und das heißt, man hat einen XP-Nachteil. Also der 160er Elementor ist raus aus dem Spiel. Und der hat auch 99, 99. Den werde ich auf jeden Fall nicht downleveln. Und der andere Elementor ist 159 mit über 80%. Der wird wahrscheinlich in den nächsten, spätestens in 5 Tagen ist der auch 160. Dann hat sich das auch erledigt.
Und ich bin kein Fan vom Downleveln. Ich habe keine Lust, mir die XP wieder zu nehmen. Vor allem nicht, wenn bald eine Levelerweiterung kommt. Das heißt, die fallen auch so oder so raus. Das heißt, wir sind hier wirklich stuck mit diesen Chars, mit diesem Projekt sozusagen. Und ja. Und um zu verstehen, warum ist mir so wichtig mit den 152, ich kann auch einfach warten. Irgendwann werde ich ja sowieso durch Tower Dailies 152 mit den Chars. Das ist richtig, aber das ist das, was viele Leute jahrelang unterschätzt haben mit Tower F5. Und zugegebenermaßen, Tower F5 war nicht ganz so heftig. Tower F5 hat ungefähr 2,1 Millionen Penya Profit pro Char gegeben, jeden Tag. Mal 8 sind das 16 Millionen. Tower F7 gibt 4,4 Millionen Penya jeden Tag. Mal 8 sind es über 30 Mio. Das ist mehr als doppelt so viel, als es bisher mit Tower F5 gab. Und man kriegt das innerhalb von weniger als 15 Minuten oder knapp 15 Minuten. Und das Beste ist, dadurch, dass die Monster im Tower F7 jetzt ein viel höheres Level haben, droppt man da auch tatsächlich noch Items, Set-Teile, Power Dice 10, Power Dice 12, relativ häufig. Das heißt, die Zeit im Tower, also wenn man jetzt mit 160 Tower F5 gemacht hat, hat man effektiv eigentlich nicht mehr wirklich was gedroppt. 2, 3 Waffen, 1, 2 NPC-Teile, 2, 3 Karten und das war's. Also so gut wie nichts für den Aufwand. Also dafür, dass du 200 Monster und 2 Giants tötest, hast du so gut wie nichts bekommen. Jetzt bekommst du aber auch noch relativ viele Drops und hast ja wie gesagt die Chance, Power Dice 10, Power Dice 12, kriegst noch so ein paar Goodies ab und zu, ein paar Set-Teile kann man droppen, so eine Kaisern-Suit oder so. Kaisern-Gowns hatte ich letztens für 30 Mio verkauft und so. Also ist gar nicht so bad. Und zudem kriegst du ja sowieso so viel Penya und XP, dass es sich einfach so extrem lohnt. Also die Tower Dailies sind das effizienteste, was man im Spiel eigentlich machen kann, weil es zu 100% garantiert ist. Alles andere, was man im Spiel macht, was sich lohnt, ist meistens nicht zu 100% garantiert. Und das ist das Tolle an den Tower Dailies, weil sie eben garantiert sind. Außer man verkackt irgendwas, aber Tower Dailies zu verkacken ist eigentlich relativ schwierig. Und dadurch, dass ich jetzt aktuell nur 2 Tower Dailies habe, bekomme ich aktuell nur knapp 2 Millionen Penya. Das heißt, mir gehen jeden Tag auf jedem, also auf dem Elementor nicht, der kriegt ein kleines bisschen mehr, aber auf den 7 Chars, die 148 sind, gehen mir jeden Tag ziemlich genau oder knapp 2,4 Millionen Penya durch die Lappen. Das heißt, jeden Tag verliere ich nicht, weil ich hatte sie ja nie, aber bekomme ich 2,4 Millionen Penya weniger pro Char, also knapp 20 Millionen Penya, die ich jeden Tag nicht bekomme. Ich würde sie aber bekommen, wenn ich einfach nur ein höheres Level hätte. Und das jeden Tag. Jetzt rechnet das mal auf einen Monat hoch, das sind 600 Mio im Monat. Oder halt rechnet es auf ein Jahr hoch, weil es natürlich Schwachsinn wäre, weil so lange werde ich natürlich nicht mehr brauchen bis 152. Aber es ist wirklich insane. Es ist sehr viel Geld und ich muss nichts anderes machen, weil ich mache jetzt auch Tower Dailies. Und ich kriege einfach nur weniger Geld dafür. Also das ist das, was man halt verstehen muss, dass ich deswegen da so dahinter bin. Und das ist eigentlich schon die ganze Begründung dazu. Und das verzögert natürlich auch meine anderen Pläne, die ich hatte, also mal unabhängig vom Update. Das Update wird natürlich offensichtlich einiges ändern. Wie genau, kann ich das natürlich noch nicht sagen. Werde ich vielleicht nochmal ein extra Video drüber machen, weil es dann nochmal eine ganz andere Thematik ist eigentlich. Aber meine Pläne vorm Update, also das andere, also das erste war 152 erreichen. Und das zweite war aber tatsächlich Hero weiterzumachen, beziehungsweise fertig zu machen, weil meine Chars sind ja alle über 100 oder 119 mit, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, so 20 oder 30%, glaube ich, müssten es sein. Und mein Elementor ist gleich sogar 122 oder so, oder 100, ne, ich glaube 123 war noch nicht, 122 glaube ich. Das heißt, ich wollte ja eigentlich auch auf Borodeng in Anführungszeichen noch schnell, wie gesagt in Anführungszeichen, noch schnell diesen Master- und Hero-Grind, an dem ich auf FEC knapp etwas über 2 Monate gesessen habe, wollte ich ja eigentlich auch noch fertig machen. Und das verzögert sich jetzt natürlich logischerweise auch, weil erstmal ist es wichtiger, die Tower Dailies in Schuss zu bringen, weil da, wie gesagt, kriege ich ja jeden Tag so viel Geld dann, einfach mehr, obwohl ich nichts wirklich dafür machen muss, also nichts anderes, als ich eh schon jeden Tag mache. Und ja, das verzögert sich jetzt natürlich dadurch, was auch ein bisschen blöd ist, weil vor allem, wenn jetzt das Update dann auch kommt, dann habe ich dann eigentlich auch wieder keine Zeit für Master und Hero wahrscheinlich, da wird sich das auch wieder verschieben und so. Also alles hängt irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen, aber es ist einfach ein bisschen zeitlich echt blöd gelaufen. Also wenn wir wieder zurück zum Intro gehen quasi, wenn ich auf dem FEC-Server damals einfach länger gelevelt hätte, so bis 146, 47, am besten wäre es 148 gewesen. Also wenn ich auf FEC quasi aufgehört hätte zu grinden und erst angefangen hätte mit Master, wenn meine Chars 148 gewesen wären, dann wäre es perfekt gewesen, weil dann wäre ich jetzt auf jeden Fall schon über 150 mit allen. Und wahrscheinlich kurz vor 152. Dann wäre wahrscheinlich noch 1 oder höchstens 2 Wochen und alle Chars wären 152.
Aber das hätte man halt nicht wissen können. Das ist halt wirklich immer das Problem bei Flive. Man weiß es halt einfach nicht. Selbst als die Death Notes kamen und es geheißen hat, ja, da kommen jetzt Tower Dailies und so, Tower-Ebenen. Ja, also erstens mal kam die Ankündigung viel zu spät. Also in der Zeit hätte ich auch nicht mehr 148 geschafft. Wie gesagt, meine Chance war 144. Höchstens 146 hätte ich vielleicht noch geschafft, wenn ich dann jeden Tag wieder normal gelevelt hätte, statt Master und Hero zu leveln und so. Aber ja, das ist halt immer das Problem. Du weißt es halt einfach nicht und das war halt einfach unlucky. Und die Auswirkungen davon spüre ich halt jetzt, wie gesagt, täglich. Wahrscheinlich noch für einige Zeit. Und ja, ist echt ärgerlich, aber kann man nichts machen. Muss man jetzt mit leben. Naja, und das andere, was natürlich noch läuft, habt ihr auch mitbekommen, habe ich auch ein extra Video drüber gemacht. Pet-NPCs. Also ich habe jetzt wirklich angefangen, die Pet-Produktion einzusteigen. Habe das jetzt langsam aufgebaut so ein bisschen. Und habe jetzt momentan 3 Häuser mit jeweils 3 NPCs. Also 9 Pet-NPCs habe ich gerade am Laufen. Es werden jetzt auch immer mehr. Also ich habe tatsächlich gerade kein Geld für neue Häuser. Kaufe mir so alle 2 Tage ein neues Haus und stelle wieder 3 NPCs auf. Aber ja, wie das so weiterläuft oder was da so für Ergebnisse kommen, werde ich euch dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwann berichten, wenn es ein bisschen weiter ist. Ziel da ist es im Endeffekt momentan einfach alles auf B bzw. A zu ballern und dann die ganzen A-Pads zu S-Pads zu machen und die dann natürlich zu verkaufen. Aber der Pet-Markt ist schon ziemlich eingebrochen, wenn ihr das schon ein bisschen verfolgt habt. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet im Stream. Also die Preise sinken tatsächlich relativ schnell. Alles außer S-Pads. Nur S-Pads sinken nicht wirklich. Ansonsten ist alles schon extrem runter. Weil man auch sagen muss, ist auch logisch, weil alles außer S-Pads geht echt schnell. Ich glaube, selbst ein A-Pad dauert nur, müsste ich nachschauen, ich glaube, was waren 75 Stunden? Oder war ein A-Pad 100 Stunden? Ich glaube 75 tatsächlich. Ja, also geht relativ schnell tatsächlich bis A. Und erst S dauert dann wirklich diese 10 Tage, 10 Stunden. Waren es, glaube ich, 250 Stunden. Das dauert halt richtig lange. Also das heißt, selbst wenn du 20 Chars hast, die das zeitgleich machen, ja, musst du halt trotzdem 10 Tage warten. Und dann hast du in Anführungszeichen auch nur 20 S-Pads. Die kauft halt einer weg, rerollt die alle, kriegt wahrscheinlich keine neuen. Und die Lücke am Markt besteht und du musst wieder 10 Tage warten, bis du 20 neue hast. Also deswegen wird es mit den S-Pads wirklich noch ein bisschen länger dauern. Aber ja, da bin ich jetzt auch dahinter. Hoffentlich kann ich damit ein bisschen Kohle verdienen. Und ja, das ist so der Plan. Ja, und ansonsten haben wir damit erstmal alle Themen wieder abgehakt. Also wie gesagt, das Projekt Ende November, Anfang Dezember mit allen Chars 152 zu erreichen. Ja, das wird leider nichts. Hatte ich mir leider so große Hoffnungen gemacht. Trotz Halloween muss man sagen, es war XP-Event, Halloween Balloons. Wobei Halloween Balloons habe ich echt nicht so viele bekommen. Aber man hat ja 2 garantiert bekommen und so. Ja, aber alles in allem kann ich nicht mehr machen, als jeden Tag zu grinden für maximal 3 Stunden. Beim XP-Event habe ich natürlich ein bisschen länger gegrindet, da waren es gleich knapp 5 Stunden jeden Tag oder mindestens 4 auf jeden Fall. Ja, aber mehr kann ich nicht machen und das dauert halt einfach. Das ist einfach so leider. Kann man nichts machen. Jo, ansonsten, wenn ihr den Grind verfolgen wollt, den täglichen, gerne auf Twitch vorbeischauen. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Jeden einzelnen Tag wird dort gestreamt. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein. Und ciao, ciao.